Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video hier auf Marcelito TV. Schön, dass du da bist. Ich kann dir eigentlich gar nicht sagen, was das hier genau für ein Lost Place ist. Ist es ein alter Bauernhof oder etwas anderes? Auf jeden Fall werden wir einige interessante Sachen finden und wahrscheinlich fragst du dich, wie kann der Typ eigentlich behaupten, dass hier ein Schatz liegt, der 5-stellige Euro-Werte hat? Kann das real sein? Überzeug dich selbst davon und google es selbst einmal nach, wenn du mir nicht glaubst. Ja, wir sehen jetzt einige Innenräumlichkeiten in dem Video und sehen, dass das Ganze schon ganz schön heruntergekommen ist. Ja, man sieht, er hat offensichtlich jemand mal mit Fahrrad gearbeitet. Eine Pedale kann man noch sehen. Es ist alles sehr überwuchert, sehr grün und naturnah. Und es ist der mit interessanteste Lost Place, den ich je in meinem Leben besucht habe. Ja, die Treppe, die sieht schon ziemlich heruntergekommen aus. Ich habe mich an der Stelle ehrlich gesagt nicht getraut, dort hochzugehen, da ich alleine unterwegs war. Hier können wir noch ein altes Schild bewundern und weiter geht's. Ich habe in diesem Video absichtlich auf Schnitte verzichtet und es so belassen, wie ich es im Original aufgenommen habe. Hier sehen wir wieder einen Innenraum, der schon ziemlich verfallen aussieht. Und ja, wir werden tatsächlich einige interessante Sachen finden. Jetzt kommen wir zum nächsten Bereich. Hier sehen wir, dass schon einiges eingestürzt ist. Und natürlich, ich bin nicht richtig reingegangen. Ich hatte ja keinen Bock direkt, vergraben zu werden, sagen wir das mal so. Denn diese ganzen Gebäude sind schon ganz schön alt und teilweise sehr, sehr verkommen. Und es war manchmal schon ziemlich gruselig und ich gebe es zu, ich hatte auch öfter mal Angst. Es war keine Panik, aber ein bisschen Angst schon. Und ich denke, wäre ich zu zweit gewesen, hätte ich wahrscheinlich so manches mich eher getraut. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir sehen ein bisschen das Gebäude von außen. Man kann auch immer mal wieder sehen, dass es noch andere Gebäude gibt. Aber da werden wir im weiteren Verlauf des Films mehr sehen. Das Wetter war perfekt, wie du siehst. Optimal, um ein Lost Place zu erkunden. Und manchmal die Brennnesseln könnten etwas niedriger sein. Das hätte meinem kleinen Dickerli hier gefallen. Weil wenn ich denn die Arme so hoch mache und das T-Shirt sich ein bisschen hebt in den Brennnesseln. Oh, nicht so geil. Ja, so ist das. Ja, jetzt schleiche ich mich hier weiter durch die Natur. Ne? Ich achte natürlich immer darauf, dass ich auch nicht von außen gesehen werde. Man muss sagen, dass da, wo ich gerade war, die Chance zum Glück gering war. Und jetzt kommen wir auch schon gleich zum ersten wirklich interessanten Punkt. Nämlich tatsächlich, du wirst es nicht glauben, du hast es im Intro gesehen, da steht ein altes Auto. Da steht tatsächlich ein altes Auto. Ich würde sagen, dass das ein Trabant ist. Schreib doch mal in die Kommentare, wenn du noch weißt, was ein Trabant ist. Oder man nennt es auch Trabi. Viele wissen das heute tatsächlich nicht mehr. Würde mich interessieren, ob du zu denen gehörst, die es noch wissen. Oder die denken, was ist das für ein Scheiß? Genau, ich habe mich an der Stelle nicht direkt getraut, dort weiter reinzugehen. Und ja, deswegen sehen wir das Auto jetzt erstmal von hinten. Ist das der Schatz, den ich meine? Das werden wir noch erfahren. Ich werde mich zu diesem Auto zurückkehren. Also bleib unbedingt dran, wenn du sehen willst, wie das Auto von vorne aussieht. Ja, wie du siehst, kämpfe ich mich jetzt weiter durch die Natur und gucke, was es da noch alles zu entdecken gibt. Und ich habe die Kamera die ganze Zeit angehabt, tatsächlich, als ich dort war. Ich habe sie nicht einmal ausgeschaltet. Außer natürlich, wo ich das Gelände wieder verlassen habe, um sicherzustellen, dass man nicht erkennen kann, wo ich bin. Warum ist das eigentlich so wichtig? Naja, das Problem ist, dass Lost Places dann gerne überlaufen werden und das zu großen Problemen führt.
Und deswegen gibt man Lost Places im Internet, also da wo sie liegen, offiziell nicht bekannt. Eine weitere ungeschriebene Lost Place Regel ist, dass man nichts mitnimmt, dass man nichts beschädigt und alles so lässt, wie es gewesen ist. Damit, wenn Nachfolger diesen Ort finden, ihn genauso vorfinden wie man selbst. Ja, hier sehen wir eine alte, verrottete Kiste, wo ja, nichts drin war. Und genau, an der Stelle fragst du dich vielleicht immer noch, kann man in einem Lost Place wirklich einen Schatz finden, der über 10.000 Euro kostet? Im Thumbnail habe ich sogar 50.000 Euro geschrieben. Kann das reell sein oder ist es einfach nur Clickbait? Darauf werden wir noch später eingehen. Doch eines steht fest, ich habe dort wirklich einen Schatz gefunden, der 5-stellige Werte hat. Zumindest, wenn ich Google vertrauen kann. Und es hängt noch von anderen Faktoren ab. Doch ich will noch nicht zu viel verraten, denn sonst ist ja die ganze Spannung weg und du guckst das Video vielleicht nicht weiter, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Ja, wie du siehst, habe ich jetzt noch ein Haus gefunden, was allerdings verschlossen gewesen ist, wo ich auch nicht reingekommen bin. Und bin dann den Weg wieder zurückgegangen, wieder durch die hohen Brennnesseln. Yeah, geil, wieder mal ein bisschen Zackiliki. Aber was soll man machen? Es ist Natur, es gehört zum Lost Placen dazu. Denn wenn es richtig lost ist, ist es nochmal zugewachsen und überwuchert. Und da das ganz spontan war, hatte ich auch keine passende Ausrüstung. Und halt auch keinen Partner dabei. Obwohl eigentlich zu empfehlen ist, Lost Places immer mindestens zu zweit zu besuchen. Jetzt sieht man gerade, wie ich die Brennnesseln küsse. Naja gut, wie ich durch die Brennnesseln durchlaufe, sagen wir es mal so. Und ich werde dir in diesem Video auf jeden Fall erklären, wie ich darauf komme, dort einen Schatz gefunden zu haben, wo ich denke, dass er durchaus 50.000 Euro wert sein kann. Er kann allerdings auch weniger wert sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und du kannst Google befragen, ob das gesponnen ist oder nicht. Und hundertprozentig lösen werden wir das Rätsel wahrscheinlich nie. Aber das werden wir ja noch sehen. Alleine das Auto nachzudenken, hat sicherlich schon einen gigantischen Wert. Es ist ein sehr altes Auto offensichtlich und für Sammler mag das vielleicht, magst du denken, jetzt kommen wir ja zu dem Auto wieder. Jetzt bin ich auch mutig und gehe rein in die Garage. Und mag man denken, so ein altes Auto mag ja durchaus einen 5-stelligen Euro Wert haben. Ist das jetzt der Schatz, von dem ich gesprochen habe? Nun, wir schauen uns das Auto jetzt etwas näher an. Und ja, wir schauen kurz rein. Und ja, was soll man sagen? Es ist ganz schön enttäuschend. Denn, jetzt schauen wir auch mal vorne rein, der Motor ist nicht mehr vorhanden, das ganze Auto ist ausgeplündert und ausgeschlachtet. Das hat wohl keinen 5-stelligen Euro Wert mehr. Weder 50 noch 10.000 Euro, sicherlich noch nicht mal mehr 1.000 Euro. Es ist einfach nur eine leere Karosserie, die, würde ich sagen, so gut wie wertlos ist. Das kann also nicht unser geheimnisvoller Schatz aus dem Thumbnail sein. Doch gehen wir einmal weiter und ich saß dir ganz offen an der Stelle. Als ich dort war, habe ich nicht erkannt, dass es so verdammt wertvoll sein kann. Sonst hätte ich mich bestimmt viel mehr damit beschäftigt und es mir viel genauer angesehen. Doch für mich war das einfach nur ein alter, wertloser Gegenstand. Bis ich heute googelte und dann den großen Schreck bekam. Doch, ich will noch nicht zu viel verraten. Ja, ihr seht, ich laufe jetzt wieder auf dem Gelände umher und gucke, was es da halt noch so zu finden gibt. An der Stelle werde ich an einige Orte zurückkehren, die du bereits gesehen hast. Immer auch so ein bisschen, jetzt sehen wir hier kurz nochmal einen Innenraum, den wir noch nicht gesehen haben. Ne, auch dort alles groß geräumig verfallen. Ich war dort komplett alleine, ich habe dort niemanden zum Glück gehört. Es wird aber noch einige Dinge geben, die seltsam sind für ein Lost Place, die auch zu einem Lost Place nicht ganz passen. Dazu werden wir aber noch mehr im Video sehen. Und wenn dich Lost Places generell interessieren, dann klick doch einfach mal hier oben, denn da habe ich dir mal meine Lost Place Playlist verlinkt, wo du meine anderen Lost Places finden kannst und dir die Videos mal reindrücken kannst. Genau, reinziehen, wie auch immer du das nennen möchtest.
Ja, jetzt sind wir hier wieder bei jetzt gucken wir hier in ein kleines Kellerfenster rein. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Ich wieder so mit meinen Gedanken, gehst du jetzt doch in diesen Raum rein? Nochmal die Bank aus dem Intro, ne, mit dem Fahrradpedal. Wieder diese Treppe. Wieder der innere Gedanke bei mir. Wage ich es doch? Gehe ich die Treppe hoch? Gehe ich rein? Ich gucke noch mal rein, wie du siehst. Guck mir das Ganze an und denke mir, mein Leben ist mir eigentlich doch noch ganz lieb. War mir ein bisschen zu hot, ich gebe es zu an der Stelle. Auch beim zweiten Anlauf habe ich mich entschieden, aus Sicherheitsgründen dort nicht reinzugehen. Es war mir zu unsicher. Ich wollte nicht unnötiges Risiko eingehen, um möglicherweise dann noch dort verschüttet zu sein alleine, um da zu vergammeln. Dann kann der Nächste ein paar Knochen finden. Wahrscheinlich nicht so geil für denjenigen, kann man ja vermeiden. Ja, jetzt sehen wir noch mal ein paar Innenräume von diesem großen Lost Place. Und jetzt werde ich gleich zum anderen Haus rübergehen, was ebenfalls verlassen ist. Ja, jetzt lächeln mich hier erstmal die Blätter an. Ja, ich bin übrigens gebissen worden von einem Tier. Ich weiß nicht von was für ein Tier. Ich habe das, als ich zu Hause war, festgestellt, dass ich hier wirklich so eine dicke Schwellung habe. Also irgendetwas hat mich verdammt lieb gehabt und hat sich gedacht, hey alte Socke, ich schenke dir mal ein Andenken, jetzt kannst du dir mal jucken und kratzen, ne? Ja, vielen Dank an das Tier an der Stelle. Schade, dass ich nicht weiß, was du warst. Ich hätte dich gern totgeschlagen. Ja, jetzt kommen wir zu einem verfallenen Teil. Den gucken wir jetzt mal von draußen an. Da gibt es kein Dach mehr, das scheint schon kaputt, ne? Was das mal war, gute Frage. Ich vermute mal möglicherweise Räume. Vielleicht so eine Art, Schuppen wäre sicherlich falsch, beurteile selbst. Und jetzt kommt der nächste Eingang ins nächste Haus. Wir gehen jetzt rein. Na, wir sehen da ein Warndreieck und wir sehen Eimer. Und da kommen wir zur ersten Kuriosität. Diese Eimer und das Warndreieck, die sehen, finde ich, ziemlich neu aus. Die passen nicht zu einem Lost Place. Wie siehst du das? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Aber wenn wir uns so umschauen, ist es ansonsten ziemlich lost. Also es sieht jetzt dann wieder nicht so aus, als wenn da irgendeiner was machen würde oder da gar noch einer leben würde. Aber diese Eimer sehen so verdammt clean aus. Ja, seltsam, wirklich seltsam. Und es kommt noch eine ganze Menge, Leute. Es kommt noch eine ganze Menge. Du wirst noch einiges hier zu sehen bekommen. Hier sehen wir eine kleine Werkbank. Ich bin nicht näher rangegangen, ehrlich gesagt. Und hier sehen wir auch noch mal eine Ecke mit Schutt drin und gehen jetzt weiter in den nächsten Raum. Es war mir schon so ein bisschen, ja, ne, ich meine, es ist ein Riesengebäude. Man weiß nicht, was man dort trifft. Auch vielleicht an nicht so netten Gesellen. Eine Treppe in den Keller, wie du siehst. Die habe ich dann erstmal nicht genommen. Bin erstmal im Erdgeschoss geblieben. Und da haben wir mich dort umgeschaut. Genau, hier sehen wir eine Dusche, die sieht auch auffällig sauber aus, auch wenn sie kaputt ist. Aber so richtig lost sieht die meiner Meinung nach nicht aus, während der Rest sehr lustig aussieht. Und ja, die Luke, keine Ahnung, wofür die war. Ja, die Spinnen sind auch schon heimisch geworden. Ein alter Ofen, ich vermute, dass das ein alter Ofen ist. Nächster Raum, immer auch so ein bisschen auf den Boden geguckt. Ne? Nicht, dass der Boden nachgibt, weil es ist unterkellert. Auf einen Absturz und Abgrund haben wir ja, ne? So viel Bock. Ne? Ja, dann gucke ich mich so um. Da siehst auch viel Müll, noch mehr Räume. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Schatz. Und schreib doch in die Kommentare, ob du mir zustimmst. Wir sehen hier erstmal noch von hinten ein altes Klavier. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, was ist denn alte Klavier wert? 2.000, 3.000 Euro vielleicht? Was ist denn das für ein Clickbait? Ja, wie kann der behaupten, dass das Ding 5-stelligen Wert haben soll? Hat der eine Macke, der Marcelito? Wir sehen es jetzt noch mal kurz von vorne und da steht ja was drauf. Ne? August Förster. Jetzt sehen wir es schön von vorne. Und ich habe das Ding gegoogelt. Ich weiß leider nicht, was für ein Typ es ist. Aber wenn du die Firma googelst, die stellen Klaviere und Flügel her. Der Mindestpreis, hat mir Google gesagt, der Mindestpreis im Einstiegssegment wären 14.000 Euro.
Wenn es aber ein Premium-Modell ist, hier nochmal kurz eine Zeitung von damals. Wenn es aber ein Premium-Modell ist, dieses Klavier, dann geht es bei 50.000 Euro und mehr los. Und ich habe tatsächlich bei Google Angebote gefunden von 60 und mehr 1000 Euro. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was für ein Typ das ist, ob das ein Einsteiger- oder ein Premium-Modell ist. Ich kann es dir nicht sagen. Deswegen kann es theoretisch 50.000 Euro wert sein. Es kann aber auch theoretisch 10.000 Euro wert sein. Was dabei natürlich nicht berücksichtigt ist, ist, dass es gebraucht ist, man jetzt nicht weiß, ob es funktionstüchtig ist. Dadurch mag der Wert sich natürlich reduzieren. Doch ich sag mal, für einen Sammler und wenn man es herstellen kann, also reparieren kann, ja, dann ist es auf jeden Fall ein ziemlich wertvoller Fund. Na, hier sehen wir ein paar alte Briefe. Na, ein Brief unter anderem ja von 1970. Da gab es mich noch nicht mal. Eine verschlossene Tür. Ich werde sie versuchen zu öffnen. Und wenn du dran bleibst, wirst du erfahren, was hinter dieser Tür ist. Ja, ich finde noch raus, was hinter dieser Tür ist. Glaub mir. Da sehen wir nochmal das Klavier. Es sieht sehr edel aus. Es sieht auch gut in Schuss aus, muss ich sagen. Es sieht nicht aus, als wenn es jetzt irgendwie kaputt wäre. Und deswegen, ein alter Ofen hat auch seinen Wert. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen zurück. Und dann werde ich mir gleich ans Herz packen. Ja, Keramikkanne, ne? 5 Euro wert oder so, keine Ahnung, vielleicht auch 5.000. Man weiß ja nicht, man erkennt die Werte manchmal nicht. Und ja, interessant ist halt, dass man immer wieder Sachen findet, die ziemlich neu wirken. Ne? Wie die Dusche jetzt zum Beispiel. Oder die Saftpackung, die Eierpackung da. Sehr seltsam, sehr, sehr seltsam an der Stelle. Als wenn da doch noch einer leben würde. Aber der Rest sieht halt nicht danach aus. Und das ist die Tür von der anderen Seite tatsächlich. Also die wir eben gesehen haben, die verschlossen war. In diesem Raum ist nichts, außer eine Treppe. Und die Treppe gehe ich jetzt hoch. Und glaubt mir, ich hatte Schiss. Weil es die Frage, hält die Treppe, ist die stabil genug? Ja, was erwartet mich im ersten Stock? Na, die Treppe sieht so sehr gut aus. Da oben hängt ein Bild. Ich habe leider vor Aufregung nicht dran gedacht, das nochmal von nahen zu filmen. Ich habe es leider nur von Weitem drauf, tut mir leid. Sieht auf jeden Fall interessant aus, das Bild. Ja, wer weiß, dahinter waren vielleicht Diamanten versteckt, die ich jetzt nicht gefunden habe. Jetzt gehen wir halt in den ersten Stock. Und da wird es teilweise wirklich creepy, gruselig. Ja. Nicht nur, dass es hier viele Räume gibt und einen Kühlschrank. Ja, Wasserkocher, nee, Kaffeemaschine, sorry. Ja, ein Schlafzimmer im Lost Place. Na, weil wir sehen hier Jacken hängen, na, Stühle, alles, was man so halt in einer Wohnung erwarten würde. Garderobe. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Wohnzimmer gucken. Na, was auffällig ist, es sind überall verdammt viele Federn. Es sind verdammt viele Federn auf dem Boden. Das ist schon auffällig. Na, hier sehen wir die Schränke. Alles verwüstet, alles zerstört. Das soll man machen. Aber der Boden voller Federn, Leute, ich verstehe es nicht. Hat da Schlachten gegeben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es nicht gestunken. Es hat nicht gestunken, es war geruchsneutral. Schlafzimmer. Und was ich hier creepy finde, der Fernseher sieht aus, als wenn der frisch geputzt ist. Passt nicht zum Lost Place und auch nicht zum Rest der Location. Und was ich jetzt eigentlich noch verrückter finde, guck dir die Teller an. Die Teller sehen aus wie frisch gewaschen. Na, hier haben wir das Buch aus dem Intro. Mal kurz reingeschaut. Also ich hatte schon ganz schön die Pumpe laufen, muss ich sagen, weil man weiß halt, wie gesagt, nicht, wem trifft man oder wer kommt noch. Ne, da ein altes Comic. Wahrscheinlich auch nicht so alt, es wirkt auch recht neu. Hier haben wir nochmal einen riesen Raum, in den ich mich da nicht reingetraut habe. Wer hätte das gedacht? Ich habe halt auch noch nicht so oft Lost Placing gemacht. Gerade bei solchen, das ist meine erste Location in dieser Art, die ich alleine sozusagen erkunde, explore, wie man sagt. Ja, wie du siehst, dieser Flur. Ich wollte da lang gehen, um die anderen Räume zu exploren. Und ich gebe es zu, es war mir zu heiß. Denkst du, warum? Man sieht es im Video nicht genau. Aber ich bin ja weitergegangen und gleich sieht man im Video, dass ich plötzlich zurückgehe. Das Brett hat nachgegeben, das eine. Man hat gesehen, wie sich das abgesenkt hat, wo ich raufgetreten bin. Und da habe ich gedacht, nee,
Wenn das Ding durchbricht, lande ich im Erdgeschoss und breche mir womöglich was. Nein, danke. Das ist es mir nicht wert. Dazu bin ich nicht gut genug ausgerüstet, nicht sportlich genug, um da im Notfall zu reagieren. Ne? Wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Und natürlich hat mich der Keller jetzt gereizt. Und deswegen gehen wir jetzt gemeinsam in den Keller. Ne? Ganz klar. Wir gehen gemeinsam in den Keller. Na, hier ist so eine Luke. Was auch immer man da reingemacht hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, was das genau mal war. Es wirkt manchmal wie ein alter Bauernhof. Aber andererseits, ich habe jetzt keine Stelle gefunden. Keine Tiergehege. War es doch einfach ein Wohnhaus? Mit einer großen Scheune? Gute Frage. Hier haben wir auch so ein Motording da. Ja, da, ne, da sieht man es gerade. Gute Frage. Wirkt auch nicht so lost, um ehrlich zu sein. Ansonsten ist alles doch ein Lost. Na, so, jetzt sind wir hier im Keller angekommen. Wir sehen hier einen großen Tisch und jetzt sehen wir ein Loch im Boden. Da ist das Loch. Ich habe mich nicht richtig getraut, nah an das Loch ranzugehen. Weil ich mir nicht sicher war, ob der Boden nachgibt, der um dem Loch herum ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Sicherlich ein Erfahrungswert und wenn du Profi bist, denkst du, ey Junge, ist doch easy peasy. Hab versucht, da mit der Kamera reinzufilmen. Hat nicht so richtig was gesehen. Und ja, auf jeden Fall finde ich eine sehr, sehr interessante Location. Ich bin auf jeden Fall am Überlegen, dort mal wieder hinzugehen. Denn es gibt da bestimmt noch den einen oder anderen Raum, den man besichtigen kann. Jetzt gehen wir gleich zur Ausgangsebene zurück. Ja, du weißt schon. Hier gucken wir nochmal, hier checke ich nochmal eine Tür. Hier haben wir ein paar Schuhe. Und genau, die Tür zum Beispiel, die sieht auch relativ neu aus. Die sieht nicht lost aus, die sieht sogar fast geputzt aus. Ist natürlich verschlossen. Die Nachbartür ist wieder total lost. Und auch der Raum dahinter, wie du siehst, absolut lost. Tja, was hat der Besitzer wohl gemacht? War er musikalisch? Es scheint so, wenn er so ein teures Klavier zu Hause hat. Auf dem Bild im ersten Stock war ja ein Mann zu sehen. War das der Eigentümer? Wir werden es nie erfahren. Anscheinend hat er auch viel mit Werkzeug handwerklich gearbeitet, wie man sieht. War er ein Handwerker? War er reich? Hat er einfach ein teures Hobby? Denn ich sag mal, wer sich so ein Klavier in die Wohnung stellt, der muss schon gut investiert haben, wie gesagt. Google es gerne nach. Dann wirst du sehen, dass die Dinger schweineteuer sind. Und er hat ja auch eine riesen Location dort. Da muss man sich fragen, gehören die Häuser vielleicht gar nicht zusammen? Ist das Zufall, dass beide zeitgleich verfallen sind? Aber warum sind sie überhaupt verfallen? Denn dort in der Gegend wohnen durchaus noch Menschen. Das sind normale Häuser. Und mittendrin diese Riesenruine. Warum? Fragen über Fragen, die ich dir nicht beantworten kann. Und hier ist noch eine offene Tür. Und wir gucken da jetzt hinter. Die Spannung steigt. Ja, noch eine Tür, die verschlossen ist allerdings. Die verschlossen ist. Da konnte ich also nicht weiter. Ich vermute, die hat einfach nach draußen geführt. Ich denke also völlig unspektakulär. Ja, hier sehen wir nochmal die Eimer, die verdammt neu aussehen. Und ja, ich danke dir, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und eine Glocke da. Schau dir gerne hier und hier noch weitere Filme von mir an. Gib mir gerne Feedback, wie ich mich verbessern kann. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Dein Marcelito.